Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin der Markus von Castle Media. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf unserem Kanal. Wir haben heute etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet. Wir zeigen euch heute nämlich, was noch nie da gewesen ist auf unserem Kanal, nämlich ein Chaletdorf. Wir zeigen euch jetzt insgesamt 9 Chalets, die auf 1200 Höhenmetern gebaut wurden. Allesamt einzigartig, naturverbunden, detailverliebt, und das werde ich euch jetzt alles zeigen. Und beginnen werden wir jetzt mit dem Schmuckstück, muss ich schon sagen, hier hinter mir. Wir stehen hier jetzt vor dem größten Chalet mit 113 Quadratmetern. Und zwar hier auf der Sonnenterrasse mit einer gemütlichen Sitzbank fürs Frühstück, Mittagessen, Abendessen, mit einem wunderschönen Blick hier auf die umliegende Bergwelt, auf das Tal, sind ja auf 1200 Höhenmetern, und da drüben schauen uns schon die Dorflamas zu. Bin mir nicht sicher, ob sie mich jetzt nicht dann anspucken, weil die spucken ganz schön weit. Man sieht aber auch weiter hier auf den Grill. Wer sich mit Lacra-Grills noch nicht beschäftigt hat, die kann man entweder dafür verwenden, dass man offenes Feuer hat, oder eben tatsächlich grillen. Dieses Chalet hat eine ganz spezielle Form. Es ist wie ein alter Stadel geformt. Es ist diese klassische Trapezform eigentlich. Und hier vorne der Balkon ist mit Ästen als Absperrung verwendet worden. Ganz speziell, werdet ihr so, also eigentlich nicht mehr finden in Österreich. Habe ich so noch nie gesehen. Hier gibt es noch einen Vorbau. Das ist nur das Vorhaus eigentlich. Aber ich würde sagen, ich schaue einfach rein und nehme euch ein bisschen mit. Hier durch den Eingangsbereich durch kann man mit dieser Schiebetür in den Wohn-Essbereich rein. Und dominiert wird der erste Eindruck absolut von diesem zentral positionierten Kamin. Wie ihr hier gut sehen könnt, ist er wirklich das Zentrum von dem gesamten Bereich hier. Hier gesetzt mit Granitplatten, mit Altholz hier wieder diese kleine Umrundung. Und er ist wirklich mit echtem Holz befeuert. Natürlich ein einzigartiger Flair, der durch das zustande kommt. Und hinter mir ist schon die Stube, der gemütliche Teil hier drinnen. Alles mit Vollholz, das merkt man auch. Allein wenn man hier reinkommt, man riecht es. Und es ist auch nicht irgendwie verwechselbar mit irgendeinem Fertigbau oder so Chalet-Abklatsch. Also das könnt ihr mir schon glauben, ist wirklich einzigartig. Und von hier kommen wir weiter in die Küche. Wartet schon der Aperitif auf uns. Wie in Österreich das eigentlich eine Pflicht ist. Und wieder hier eine schöne Küche, auch wieder mit Vollholz, schwarzen Elementen, mit der schwarzen Oberfläche, die sich hier rüberzieht, bis zum Vollautomaten, bis zum Dunstabzug, der mit Lärchenschindeln verdeckt wurde, fast wie ein Dach. Und hier drunter nochmal ein Backofen und das wichtigste, Geschirrspülmaschine, wenn man schon selbst kochen kann im eigenen Chalet. Das Bergchalet bietet im Untergeschoss auch noch einen Wellnessraum inklusive Sauna. Hinten kommt man dann über die Terrasse raus zum Hotpot. Und im Wohnbereich kommt man über diese offene Treppe beim D-Bahn vorbei ins Obergeschoss. Und dort fällt auf, es ist fast alles im obersten Stockwerk Master Bedroom. Mit der freistehenden Badewanne, mit Blick raus auf den Balkon, der wirklich nur von dem Schlafzimmer zu erreichen ist. Man sieht runter aufs Tal, auf die Berge und unten sieht man dann natürlich auch noch die Alpakas. Unter anderem findet man hier oben noch ein Stockbett aus Altholz und ein voll ausgestattetes alpines Badezimmer mit allem, was man braucht. Durch die Position des Bergchalets auf der Hügelspitze befinden sich in dessen Flucht 2 weitere Chalets. Die beiden haben jeweils 65 Quadratmeter Wohnfläche. Grundsätzlich sind die beiden sehr ähnlich, also für 2 Personen ausgelegt, mit offenem Bungalow-Style, und durch die Südausrichtung und den Zugang auf die Terrasse ist das Schlafzimmer fast den ganzen Tag lang komplett lichtdurchflutet. Beide Chalets haben vorne direkt neben dem Doppelbett zusätzlich eine Sauna. Wie man gut erkennen kann, ist das erste das sogenannte Steinchalet und das direkt darunter ist das Kuschelchalet. Bewegt man sich in die Richtung des Bergteichs,
kommt man zum Jagdchalet. Niedlich auf 40 Quadratmetern und ringsherum komplett in Holz gehalten. Ausgelegt ist es für 2 Personen. Auch hier hat man wieder einen Hotpot sowie eine externe Sauna. Witzig auch hier ist wieder das Verhältnis von der Gebäudegröße und eigentlich dem überstehenden Dach, das unter anderem natürlich auch den Sitzplatz vorn und den Eingang hier schützt. Gemütlichkeit und der Jagdflair auf 40 Quadratmeter. Hier drinnen stehen wir sofort im Wohn-Ess-Bereich. Hier eine richtig gemütliche Essecke, 2 Stühle und noch 2 Bänke hier. Man sieht schon hier die Abendsonne, die hier reinkommt. Einfach nur gemütlich, wirklich. Lichtloch flutet natürlich. Hinter mir die Küche. Anders als wir jetzt in den anderen Chalets, ist diese Küche mit einer anderen Oberfläche versehen und echtes Altholz verwendet. Zum Beispiel auch hier für die Vertäfelung. Und einfach nur Charakter. Charakter nennt man das. Geräte alles gleich, Komfort genau der gleiche. Man findet ein Bad mit Dusche und im gesamten Chalet wurde durch das Öffnen vom Dachraum ein schöner Sichtdachstuhl möglich. Und somit natürlich auch das Gefühl von Fläche. Durch die Lage an der Piste kann man hier Ski-Out gepflegt ins Dorf fahren. Das hier ist das Haupthaus. Die Architektur wurde hier an einen alten Pinzgauer Stadel angelehnt, wie die V-Form, die ihr vorher im Bergchalet gesehen habt. Hier findet man die Rezeption als auch die Genussmanufaktur. Wir haben uns sagen lassen, dass es hier Verkostungen aller Art gibt, also von Käse, Knödel bis hin zu Wein in gehobener Atmosphäre. Mir persönlich gefällt aber hier drinnen vor allem die rustikale Steinwand sehr gut, die durch die Beleuchtung, die Bar und auch die dunkle Altholzdecke hervorhebt. Wenn es dann am Abend etwas länger wird, beginnen die Chalets damit, um die Wette zu leuchten. Wie hier zum Beispiel das außenrustikale Herzchalet mit 65 Quadratmetern. Alles ist auf einer Etage verbunden und die mittlere Trennwand hier grenzt den Ess vom Schlafbereich ab. Und der elektrische Kamin kann von beiden Seiten betrachtet werden. Sowohl hier von der alpinen Küche, als auch drüben vom Schlafzimmer aus oder auch von der Sauna aus. Will man noch mehr Platz, entscheidet man sich am besten für das Hunde- oder das Familienchalet hier mit 75 Quadratmeter. Die Beleuchtung am Dachansatz lässt das Dach noch größer wirken, als es ohnehin eigentlich bereits ist. Und natürlich ist auch hier wieder im Außenbereich ein Hotpot auf der Südterrasse und die Sauna ist im Innenbereich wieder beim Schlafbereich. Durch die Länge des Dachflügels wirkt das Chalet von außen nicht größer als jetzt die anderen im Vergleich. Aber es wurde dadurch effektiv an Höhe gewonnen, vor allem beim First. Deswegen wurde ein zusätzlicher Raum eingezogen, ein zusätzlicher Dachraum, wo man ebenso schlafen kann. Hier auch nochmal ein Einblick in das Tiny Chalet im Dorf. Wir haben auch hierzu eine detaillierte Folge gedreht und unserer Meinung nach ist es eines der schönsten Tiny Houses in Österreich. Wir sehen uns jetzt nächsten Freitag wieder auf YouTube. Bis dahin, macht's es gut und Servus!